Ich bin der Roland und ich darf euch heute vorstellen, wie man den 3D-Drucker im Happy Lab verwendet. 3D-Druck ist ja im Moment sehr populär und in aller Munde, obwohl es eigentlich die Technologie schon ein paar Jahrzehnte gibt. Aber das Neue ist, dass sie jetzt schon langsam für jeden zugänglich wird und das eröffnet natürlich sehr, sehr viele neue Möglichkeiten. Man kann eigene Designs, die man entweder selbst im Computer gezeichnet hat, irgendwo eingescannt hat oder aus dem Internet runtergeladen hat, selbst ausdrucken und sie seine eigenen Modelle und Ideen recht einfach auf Knopfdruck umsetzen. Das Verfahren, wie unser 3D-Drucker funktioniert, ist das sogenannte Schmelzschichtverfahren. Das ist ein relativ einfaches Verfahren. Am besten stellt man sich das vor wie eine ganz, ganz feine Heißklebepistole, nur dass hinten kein Klebstoff eingefüllt wird, sondern so ein Kunststoffdraht, also das ist das Rohmaterial, so ein Plastikdraht, der wird im Drucker durch eine Düse geführt, dort erhitzt, verflüssigt und dann auf einer Bauplatte Strich für Strich und Schicht für Schicht übereinander wird das verflüssigte, geschmolzene Material aufgebracht, kühlt ab, härtet sofort aus und man kann eben die nächste Schicht draufdrucken. Es ist eben nur wesentlich feiner wie eine Heißklebepistole. Wir reden beim 3D-Drucker von ungefähr 3 bis 6 Schichten, je nach Drucker und Einstellungen, die da pro Millimeter aufgebaut werden. Und da kann man eben dann verschiedenste Sachen machen. Ich habe da ein paar Beispiele vorbereitet. Das ist zum Beispiel ein Salzstreuer, da ist sogar das Gewinde im 3D-Drucker mitgedruckt. Oder ein Prototyp für ein Werkzeug, in diesem Fall so ein Schraubenschlüssel. Anderes Modell, was sehr gerne auch gemacht wird im 3D-Drucker, sind Gehäuse für Elektronikbauteile. Handycovers sind ein anderes Beispiel, sehr beliebt. Oder eben, wie in diesem Beispiel, ein Architekturmodell. Wir werden heute auch 2 Modelle fertigen. Das eine ist so ein Kopf, in dem Fall ist der von Walt Disney. Und das zweite Modell, das wir uns anschauen werden, ist ein Kugellager. Das kommt auch so aus dem 3D-Drucker heraus in einem Stück. Das ist nicht zusammengebaut. Wie das geht, werden wir uns ein bisschen später dann anschauen. Das 3D-Druckverfahren ist prinzipiell ein relativ langsames Verfahren. Also es eignet sich jetzt nicht für große Serien, es wird eher für Prototypen und Einzelstücke verwendet, dass man ein bisschen einen Begriff kriegt, wie lange das dauert. Also dieser Kopf, der dauert zum Beispiel ca. 6 Stunden, bis er fertig ist. Das hört sich viel an, ist auch viel. Allerdings ist es nicht ganz so problematisch. Man muss bei den Druckern nicht dabei stehen. Also man kann ruhig den Druckjob am Abend starten und sich dann das Modell am nächsten Tag erst abholen. Das Material des Druckers, also dieser Kunststoffdraht, ist da im Drucker in solchen Cartridges drinnen aufgerollt. Wir sehen da, wir haben 2 verschiedene Materialien. Das hat einen sehr einfachen Grund. Wenn man zum Beispiel Überhänge druckt, so wie bei diesem Modell einer kleinen Brücke, dann würde man ja nach diesem Heißklebepistolenprinzip ein Problem bekommen. Also man würde relativ leicht diese Brückenpfeiler da drucken und die nächsten Schichten drauf, immer Schicht auf Schicht kleben. Aber wenn wir dann da in den Rundbogen reinkommen, dann haben wir irgendwann das Problem, dass das Material, das ja verflüssigt wird, runtertropfen würde. Und um das zu vermeiden, hat eben der Drucker ein zweites Material drinnen, ein sogenanntes Stützmaterial. Und mit diesem Stützmaterial baut er dann gleichzeitig Schicht für Schicht mit einer Stützstruktur, eine Art Schalung, wo er dann mit dem weißen Modellmaterial draufbauen kann. Dieses Stützmaterial kann man dann nachher entfernen. Wir sehen da zum Beispiel bei diesem Architekturmodell, da haben wir zwischen den Stockwerken Überhänge und da wird eben dann mit dem zweiten, mit diesem Stützmaterial, das wir da in Grau sehen, reingedruckt, damit eben das nächste Geschoss leicht obendrauf dann gedruckt werden kann. Wir haben ja verschiedene Drucker im Happy Lab und die verschiedenen Drucker verwenden auch verschiedene Stützmaterialien. Es gibt Drucker, die verwenden ein wegbrechbares Stützmaterial. Das heißt, im Anschluss an das Drucken wird das mechanisch entfernt. Das Material ist so beschaffen, dass es sich vom eigentlichen Modell rückstandsfrei lösen lässt. Das heißt, wenn man das Stützmaterial dann weggebrochen hat, sieht man am Modell keine Rückstände. Und dann haben wir Drucker mit einem auswaschbaren Stützmaterial. Da wird das Modell
inklusive Stützmaterial im Anschluss in ein Laugebad eingelegt. Dort dauert es dann etwa 1–2 Stunden und dabei löst sich das Stützmaterial auf und dann bleibt auch wieder mein Modell übrig. Das Baumaterial, das verwendet wird, ist bei uns weiß und ist ABS. ABS ist der Kunststoff, aus dem zum Beispiel die Legosteine gemacht sind, also ein relativ robuster Kunststoff. Der wird bei ca. 270 Grad geschmolzen, durch die Düse extrudiert, Schicht für Schicht eben aufgetragen, kühlt dann sehr rasch ab und das Modell kann ich nachher sofort verwenden nach dem Druck. Um unser Modell jetzt drucken zu können, brauchen wir es als STL-Datei, die wir dann im Computer noch für den Druck aufbereiten. Bevor wir das aber jetzt machen, empfehle ich, dass wir den Drucker erstmal einschalten. Der braucht dann sowieso ein paar Minuten, bis er auf Betriebstemperatur ist und diese Zeit können wir dann nutzen, um am Computer ein paar Schritte zu machen. Der Einschaltknopf ist hier auf der Seite, dieser rote Kippschalter. So, als nächstes werden wir jetzt unsere STL-Datei, unsere digitale Vorlage für einen 3D-Druck im Computer aufbereiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich zu meiner STL-Datei komme. Ich kann entweder das Modell selbst zeichnen und dann als STL abspeichern. Oder wir haben uns entschieden, einfach ein Modell aus dem Internet runterzuladen. Es gibt immer mehr Datenbanken im Internet, wo Leute freie Designs zur Verfügung stellen. Eine davon ist zum Beispiel Thingiverse. Und da kann man aus hunderttausenden verschiedenen Modellen sich eins aussuchen. Wir suchen nach Walt Disney und finden hier zum Beispiel einen Kopf von Walt Disney und über Download this thing kann man es eben als STL-Datei direkt auf den eigenen PC runterladen und für den Druck aufbereiten. Um den Druck jetzt für unseren Drucker vorzubereiten, gibt es eine spezielle Software, die auf allen PCs bei uns im Happy Lab installiert ist. Die Software heißt Catalyst EX und die findet man entweder hier auf dem Desktop oder auch hier unten in der Schnellstartleiste. Ich werde das Programm mal öffnen. Und der erste Schritt ist nun, dass ich die Datei in der Software Catalyst EX öffne. Datei STL öffnen. Ich habe es am Desktop gespeichert. Und dann habe ich hier im Vorschaufenster das Modell schon in einer Vorschau verfügbar. Die erste Entscheidung, die ich jetzt treffen muss in der Software ist, ich muss mir einen Drucker auswählen, auf dem ich drucken möchte. Wir haben im Happy Lab mehrere verschiedene Drucker zur Verfügung. Sie sind grundsätzlich alle sehr ähnlich, arbeiten nach dem gleichen Prinzip, aber es gibt ein paar kleine Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Druckern ist die Art des Stützmaterials. Während der eine Drucker mit wegbrechbarem Stützmaterial arbeitet, druckt der andere ein Stützmaterial, das ich nachher in einem Laugebad auswaschen kann. Der zweite Unterschied ist die Baugröße. Da gibt es auch Drucker, die eben größeren Bauraum oder kleineren Bauraum haben. Wir entscheiden uns hier jetzt für den Dimension Elite. Der Dimension Elite hat einen Bauraum von 20 x 20 x 30 cm, also das ist die maximale Größe, die ich hier drucken kann. Und der arbeitet mit wegwaschbarem Stützmaterial. Die Software ist relativ einfach ausgebaut. Nachdem man sich einmal für einen Drucker entschieden hat, gibt es da oben 5 Reiter, die man einfach nach der Reihe abarbeitet und durchgeht. Im ersten Reiter Allgemein habe ich hier rechts ein paar Einstellungen, die ich auswählen kann. Die oberste ist die Schichtauflösung. Das bedeutet, wie dick ist eine Schicht, die er aufträgt. In unserem Fall wählen wir die feinste Auflösung, das ist 0,17 mm. Das bedeutet, dass er ca. 6 Schichten pro Millimeter auf der Bauplatte aufträgt. Das zweite ist eine ganz interessante Einstellung, die heißt Modellfüllung. Und da kann man auswählen, ob das Modell innen voll mit Material ausgefüllt werden soll oder sparse gedruckt werden soll. Sparse bedeutet nichts anderes, als dass er innen eine Wabenstruktur macht.
Also es wird außen eine Hülle gedruckt von ungefähr 2 mm Stärke und der Rest innen wird mit einer Wabenstruktur aufgefüllt. Das hat ein paar Effekte. Der eine Effekt ist, dass das Modell leichter wird. Der zweite ist, dass man wesentlich weniger Material braucht und es wird dadurch natürlich auch günstiger. Also in den allermeisten Fällen wird bei uns Sparse gedruckt. Es kann natürlich sein, dass jemand sagt, er möchte das voll drucken, weil es sich dann wertiger anfühlt, weil es eben schwerer wird, das Modell. Das ist dann jedem selbst überlassen. Die nächste Einstellung betrifft das Stützmaterial. Das Stützmaterial brauchen wir überall dort, wo wir Überhänge haben, wie zum Beispiel hier beim Kinn oder bei der Nase. Und da könnte man verschiedene Einstellungen vornehmen, wie viel Stützmaterial verwendet wird. Ich empfehle hier Smart. Bei Smart versucht das Programm es so zu optimieren, dass es überall dort Stützmaterial verwendet, wo es unbedingt notwendig ist und sonst und eben nicht darüber hinaus. Also das ist in den meisten eigentlich immer die beste Einstellung. Dann kann ich wie bei jedem ganz normalen Drucker auch eine Anzahl von Exemplaren eingeben, Anzahl von Kopien. Also wenn ich da gleich mehrere dieser Köpfe drucken möchte, kann ich das hier auswählen. Die Einstellung der Einheit, da kann ich Millimeter oder Zoll wählen, das hängt davon ab, ob ich die Zeichnung vorher in Millimeter oder in Zoll abgespeichert habe, dass das eben dann auch in der richtigen Größe hier im Programm und letztendlich dann im Druck erscheint. Man kann das da ganz gut nochmal überprüfen. Hier links unten sehen wir die Größe vom Modell, also X, Y, Z, Länge, Breite, Höhe. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass dieses Modell ungefähr, also knapp 10 cm hoch ist. Das ist realistisch. Es passiert manchmal, dass irgendwas in Zentimeter abgespeichert, in Millimeter geöffnet wird und dann passt einfach die Größe nicht zusammen. Darum hier unten nur mal überprüfen, ob das von der Größe her plausibel ist. Wenn man es dann doch ein bisschen größer oder kleiner möchte, ist das auch überhaupt kein Problem. Man kann hier bei der STL-Skalierung einfach einen Faktor eingeben. Also wenn ich hier 2 eingeben würde, dann wird das Modell einfach doppelt so groß. Wenn ich 1 sage, ist es wieder in der Originalgröße. Was wir hier rundherum sehen, ist unser virtueller Bauraum. Das ist eben die maximale Größe, die man in dem Drucker drucken kann. In unserem Fall beim Elite ist es eben 20 x 20 cm Grundfläche und ca. 30 cm in der Höhe. Also dieser Kopf geht sich hier leicht aus. Das sind in Wahrheit schon fast alle Einstellungen, die man machen muss. Und wir gehen einfach weiter hier zum nächsten Reiter. Das ist der Reiter Ausrichtungen. Ausrichtungen bedeutet, hier kann man eben wählen, wie das Modell gedruckt werden soll, also ob das stehend oder liegend oder so auf der Seite liegend gedruckt werden soll. Das hat Auswirkungen hauptsächlich auf den Stützmaterialverbrauch. Also wenn wir uns als Beispiel nochmal diese Brücke hernehmen, wo man eben, wenn man diese Brücke druckt, hier drinnen beim Überhang Stützmaterial brauchen würde, dann kann man hier bei der Ausrichtung einfach wählen, dass man das Ganze am Rücken legen soll, einfach umdreht und dadurch fällt eben das Problem weg. Wir haben keine Überhänge mehr und so kann man eben Stützmaterial sparen. Ein bisschen Stützmaterial wird man immer brauchen, weil der Drucker als erste Schicht auf die Bauplatte immer Stützmaterialschicht aufträgt, bevor er dann das Modell drauf druckt. Das hat ganz einfach den Sinn, weil das Modellmaterial sich vom Stützmaterial rückstandsfrei lösen lässt. Wenn der Drucker direkt auf die Bodenplatte drucken würde, dann würde beim Runterlösen möglicherweise ein Teil vom Modell auf der Platte haften bleiben. Deswegen ein bisschen Stützmaterial als unterste Schicht braucht man immer, aber man kann eben, wenn man das Modell richtig dreht, einiges an Stützmaterialverbrauch einsparen. Ich kann jetzt da in der Software hier Grad einstellen, um wie viel Grad ich das Ganze drehen möchte und dann klicken hier um welche Achse. Also wenn ich um 90 Grad um die X-Achse drehe, dann legt er eben das so um oder eben auch um die Y-Achse ist dann in die andere Richtung. Z-Achse dreht es sich so. In den allermeisten Fällen
egal wie das Modell ausschaut, drückt man einfach hier den Knopf automatisch ausrichten und der Computer berechnet selbst, wie es optimal ist, das Modell hinzudrehen. Das heißt, das Modell wird so gedreht, dass man möglichst wenig Stützmaterial braucht. Manchmal möchte man es aber nicht so haben, weil man vielleicht nicht möchte, dass die Rillen in eine bestimmte Richtung sind. Also durch die einzelnen Schichten, die aufgetragen werden, entstehen ja Rillen am Modell. Und wenn man die Rillen zum Beispiel eben nicht so waagrecht, sondern vielleicht senkrecht haben möchte, dann kann es sein, dass man das Modell eben absichtlich dreht. Ja, wenn das Modell jetzt in der gewünschten Orientierung drinnen ist, dann gehen wir zum nächsten Reiter, der heißt Pack, und das ist jetzt wirklich unser Druckjob. Was wir hier auf dem Bildschirm sehen, ist eine schematische Darstellung eben genau von dieser Bauplatte. Wir sehen am Bildschirm auch den gleichen Raster und eben auf diesem Raster positioniert unsere Modelle. Wir sehen jetzt hier kein Modell, das hat den einfachen Grund, weil wir es noch nicht für den Druck aufbereitet haben. Das heißt, ich gehe nochmal zurück in den Reiter Ausrichtungen und klicke hier unten die Schaltfläche STL aufbereiten. Jetzt beginnt der Computer zu rechnen, und zwar konkret die Bahnen zu rechnen, die der Druckkopf dann im Drucker abfährt. Das kann ein bisschen dauern, je nach Komplexität und Auflösung, in der das Modell im 3D-Zeichenprogramm exportiert wurde. Am Bildschirm wird hier jetzt farblich schon dargestellt in Rot das eigentliche Modellmaterial, und das, was wir hier außenrum in Grau sehen, ist eben das Stützmaterial, das er überall, wo Überhänge sind, eben unterbaut. Jetzt klicke ich noch die Schaltfläche zur Packliste hinzufügen und dann sehen wir hier auch schon unser Modell auf der Bauplatte dargestellt. Da kann ich es jetzt verschieben, wo immer ich das möchte. Das hat vor allem dann einen Sinn, wenn man mehrere Modelle drucken möchte. Man kann eben auf einer Bauplatte nicht nur mehrere gleiche, sondern auch verschiedene Modelle gleichzeitig drucken. Das werden wir jetzt auch machen. Dazu lade ich einfach die nächste Datei rein. Ich habe mir hier so ein Kugellager ausgesucht. Sehen wir hier wieder in der Vorschau. Mache wieder die Einstellungen hier. Ich lasse sie der Einfachheit halber gleich. Man kann hier andere Einstellungen verwenden, nur die Auflösung muss die gleiche sein. Also wenn ich mehrere Modelle in einem Druckvorgang drucken möchte, dann müssen die alle die gleiche Auflösung haben. Ausrichtung, automatisch ausrichten. Es ist schon gut gelegen, es hat sich jetzt nichts verändert. Und ich klicke wieder STL aufbereiten. Und dann füge ich auch das zweite Modell zur Packliste hinzu. Was wir hier sehen in Grau ist, dass zwischen den Kugeln von dem Kugellager Zwischenräume sind, die eben auch mit Stützmaterial ausgefüllt werden, dass die Kugeln eben dann im Druck in Position gehalten werden. So, im Pack sehen wir jetzt hier den Kopf von oben und hier das Kugellager. Das kann ich auch wieder verschieben. Was man nicht kann, ist Modelle übereinander drucken. Man kann die ganze Bauplatte vollfüllen mit Modellen nebeneinander, aber die Modelle dürfen natürlich hier nicht überlappen. Was wir hier jetzt auch schon sehen, ist rechts oben, wie viel Material der Druckjob verbrauchen wird und wie lange der Druck dauern wird. Also in unserem Fall verbraucht das Ganze 52 Kubikzentimeter Modellmaterial und ungefähr 21 Kubikzentimeter Stützmaterial, und der Druckjob, also der Kopf und das Kugellager gemeinsam, dauern etwas mehr als 15 Stunden. Diese Bauzeit könnte man natürlich reduzieren, indem man in einer geringeren Auflösung drucken würde. Dann würde einfach weniger Schichten drucken und würde entsprechend schneller mit dem Druck fertig sein. Nachdem ich eben, bevor ich den eigentlichen Druck starte, schon weiß, wie viel Material verbraucht werden kann, kann ich mir eben auch im Vorhinein schon die Kosten ausrechnen. Das Modell wird eben dann pro Kubikzentimeter verrechnet. Es werden dafür Modellmaterial und Stützmaterial zusammen
zusammengezählt. Und als nächstes brauche ich nur mehr hier auf Drucken zu gehen und mein Modell wird zum Drucker geschickt. Wir gehen dann weiter zum nächsten Reiter und sehen hier die Warteschlange vom 3D-Drucker mit unserem Pack, das eben bereits beim Drucker angekommen ist. Hier bitte sicherstellen, dass der eigene Druckjob zuoberst ist. Also es kann sein, dass jemand vorher einen Druckjob in die Warteschlange geschickt hat, aber dann nicht gedruckt hat. Und dann wird der eigene unten angereiht. Dann bitte einfach den eigenen Druckjob markieren und nach oben verschieben, anklicken. Dann wird der eigene Druckjob nach vorgereiht und nur dann erscheint er eben am Display beim Drucker selbst und kann eben dort gestartet werden. Hier in der Liste sehen wir noch einmal zur Kontrolle, wie viel Material unser Druck verbrauchen wird und daneben, wie viel Material im Drucker in den Cartridges geladen ist. Sollte im Drucker weniger Material drinnen sein, als wir für den Druckjob benötigen, wird es hier durch ein Warnsymbol angezeigt. Das kann man aber einfach ignorieren. Bitte den Druckjob trotzdem starten. Wenn das Material ausgeht, unterbricht der Drucker automatisch. Wir werden per Mail informiert, wechseln das Material und der Druck wird fortgesetzt. Am Modell erkennt man nicht, dass das Material in der Zwischenzeit gewechselt wurde. Unser Drucker ist mittlerweile auf Betriebstemperatur. Unser Modell ist auch, wie wir am Display sehen, schon am Drucker angekommen und jetzt ist es eben an der Zeit, die Bauplatte einzusetzen. Bei der Bauplatte bitte darauf achten, keine Platten verwenden, wo noch Rückstände von vorherigen Drucken drauf sind oder noch Modelle draufkleben, da das zu Beschädigungen vom Drucker führen kann. Dann öffnen wir die Tür und setzen eben hier in das Fundament die Bauplatte ein und schieben die Bauplatte vorsichtig nach hinten, bis sie ansteht. Und wichtig ist, dass man dann hier diese zwei Schnapperl wirklich schließt. Der Drucker erkennt leider nicht, wenn man das vergisst und dann fängt die Bauplatte im Druck an, sich hin und her zu bewegen und das ergibt dann so schöne Stufen im Modell und wenn man diese Stufen nicht haben möchte, empfiehlt es sich eben diese Laschen hier nach oben zu klappen. Ja, dann sind wir soweit eigentlich fertig, können die Tür schließen und sehen hier neben dieser Taste auch schon am Display Start Model blinken. Das bedeutet eben, wenn ich hier drauf drücke, dass das Modell zu drucken beginnt. Die Tür wird automatisch verriegelt und kann während dem ganzen Druckvorgang nicht geöffnet werden. Erst wenn der Druck dann abgeschlossen ist, kann man die Tür wieder öffnen. Während der Druck läuft, kann ich ruhig nach Hause gehen und bequem auf der Happy Lab Website mitverfolgen, wie weit der Druck schon ist. So, unser Druck ist jetzt fertig. Die Tür lässt sich jetzt auch wieder öffnen vom Drucker und jetzt werden wir das Modell rausnehmen. Das Modell ist jetzt noch warm, aber es ist nicht so heiß, dass man sich daran verbrennen würde. Man kann das auch sofort, wenn der Drucker fertig ist, rausnehmen. Was wir da jetzt sehen, ist eben überall, wo wir Überhänge haben, wie da beim Kinn oder bei der Nase, dass er mit Stützmaterial untergebaut hat. Und als nächsten Schritt werden wir uns anschauen, wie wir das Stützmaterial entfernen können. Wir haben dazu das Modell auch noch auf einen zweiten Drucker gedruckt, nämlich einmal hier mit auswaschbarem Stützmaterial und hier mit Breakaway-Material, also zum Wegbrechen. Ich würde sagen, beginnen wir mal mit dem. Wenn man mit einem Drucker mit Breakaway-Material druckt, müssen wir zuerst einmal das Modell von der Bauplatte runterlösen. Dafür gibt es so eine Spachtel, die ist auch immer neben dem Drucker zu finden. Die Spachtel ist aber relativ scharf, darum bitte immer unbedingt auf der anderen Hand, wo man die Spachtel nicht in der Hand hält, diesen Handschuh anziehen. Das passiert nämlich sehr schnell, dass man beim Runterlösen abplatzt und da kann es ganz, ganz böse Verletzungen geben. Man nimmt dann die Bauplatte fest in die Hand und vom Körper weg mit der Spachtel fährt man einfach unter das Modell rein. Und dann löst sie das Modell runter. Und dann
versucht man einfach irgendwie diese Stützstrukturen wegzubrechen. Bei dieser Form geht es relativ leicht. Man sieht da auch schön, dass sie das ohne Rückstände zu hinterlassen vom eigentlichen Modell runterlöst. Unten sehen wir auch die Bodenplatte, wo er eben am Anfang immer ein bisschen Stützmaterial aufträgt. Und manchmal kann es sein, dass man bei irgendwelchen Hohlräumen das nicht so leicht rausbringt. Da empfiehlt es sich dann einfach mit einem Spitzzangerl oder einem Schraubenzieher ein bisschen nachzuhelfen. Also man sieht, das geht relativ leicht bei dieser Form. Jetzt schauen wir uns das nächste Modell an, nämlich unser Kugellager. Ich schaue es wieder von der Bauplatte runter. Auch diese Schicht geht relativ leicht runter. Allerdings habe ich jetzt in den Zwischenräumen auch dieses Stützmaterial drinnen und deswegen bewegt sich mein Kugellager nicht. Und da werde ich scheitern, die ganzen feinen Strukturen alle händisch rauszubringen. Und genau aus diesem Grund gibt es eben auch die Drucker mit dem auswaschbaren Stützmaterial. Da funktioniert es wesentlich leichter und wie genau, das schauen wir uns als nächstes an. Zum Entfernen vom auswaschbaren Stützmaterial müssen wir jetzt das Modell mitsamt der Bauplatte in ein Laugebad einlegen. Wir arbeiten da mit Natronlauge, deshalb bitte immer Schutzbrille und Handschuhe tragen. Es ist jetzt nicht so, dass gleich ganz gefährlich ist, wenn man es irgendwo einen Tropfen auf die Haut bringt. Aber sollte das einmal passieren, dann bitte einfach sofort mit ausreichend kaltem Wasser abspülen. Ja, das Laugebad ist dieser Edelstahltank hier. Bitte immer vergewissern, dass das Laugebad auch ausgeschaltet ist. Man hört es sonst da so brummen, wenn es eingeschaltet ist. Und dann den Deckel öffnen. Wie gesagt, das Modell inklusive der Platte einlegen, also nicht so wie beim anderen Stützmaterial. Ist hier beim Auswaschbaren, lassen wir das auf der Platte oben und legen das hier ins Becken. Den Deckel schließen und dann das Laugebad einschalten. So, jetzt ist das Laugebad eingeschaltet. Man hört jetzt den Motor, der da drinnen sprudelt. Die Lauge wird aufgeheizt und eben umgewälzt, damit sie das möglichst schnell das Stützmaterial vom Modell löst. Nach circa 1 bis 2 Stunden, je nach Komplexität der Stützstruktur, hat sich das dann aufgelöst. Man kann auch ruhig zwischendurch schon einmal schauen, wie weit das ist. Nur bitte nicht vergessen, bevor man den Deckel aufmacht, immer das Laugebad wieder ausschalten. Wenn man das nicht abwarten will, bis das fertig ist, man kann ruhig das Laugebad auch laufen lassen. Nach 3 Stunden schaltet es sich automatisch ab und dann einfach am nächsten Tag vorbeikommen und die Teile holen. Sollten noch Teile vom Vorgänger drinnen sein, wenn man die eigenen Teile reingibt, die bitte einfach rausnehmen und hier zum Abtropfen aufstellen. So, das Laugebad habe ich jetzt abgeschaltet. Jetzt können wir nachschauen, wie weit sich das Stützmaterial schon aufgelöst hat. Ich sehe da jetzt die Modelle schon oben aufschwimmen. Die schwimmen deswegen oben auf, weil wir Spars gedruckt haben. Das heißt innen mit Wabenstruktur, da ist viel Luft drinnen, deswegen schwimmen sie. Somit kann ich sie ganz einfach rausfischen. Wenn man vollgefüllt druckt, dann gehen sie normalerweise unter und dann kann man den Gitterkorb auch rausheben, so wie bei einer Fritteuse und eben auch die Teile rausfischen. Die Teile und die Bauplatte sind jetzt lose. Die gebe ich einfach rüber da in das Waschbecken. Versuchen, dass man es nicht sehr stark damit abspritzt. Und dann vorsichtig da mit dieser Brause die Bauplatte und das Modell abspülen.
Die Bauplatte, wenn die abgespült ist, bitte hier oben in den Gitterkorb zum Abtropfen zurückstellen. Wir werden die dann überprüfen, ob man die wiederverwenden kann und gegebenenfalls eben dann vorne wieder in die Kiste reingeben, wo man die Bauplatten dann wieder rausnehmen kann für den nächsten Druck. Auch das Modell bitte gut abspülen. Wir sehen da jetzt auch beim Kugellager, dass zwischen den Kugeln kein Stützmaterial mehr drinnen ist. Das hat sich komplett aufgelöst in der Lauge und dadurch ist das Lager jetzt auch schon schön beweglich worden und lässt sich schon drehen. Wenn man die gut abgespült hat, empfehle ich, dass man es noch ein bisschen zum Abtropfen da oben reinstellt und am Ende dann bitte auch die Handschuhe noch gut mit Wasser abspülen und auch zum Abtrocknen dann hier ablegen. Nachdem wir das Stützmaterial jetzt erfolgreich entfernt haben, ist das Modell eigentlich fertig. Wenn man es ganz besonders schön haben möchte, kann man es natürlich auch gerne nachbearbeiten, schleifen, lackieren, so wie wir es hier anhand von ein paar Beispielen gemacht haben.